Der Konjunktiv 2. Der Konjunktiv 2 wird für viele unterschiedliche Dinge in der deutschen Sprache verwendet. Wie du ihn bildest und wann genau du ihn einsetzen musst, das erkläre ich dir in dem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Der Konjunktiv ist eine von 3 Verbmodi, die das Verb haben kann, nämlich Indikativ, Imperativ und Konjunktiv. Vom Konjunktiv gibt es dann Nummer 1 und Nummer 2. Den Konjunktiv 1, den habe ich dir schon gestern erklärt. Das Video, das verlinke ich dir hier auch nochmal in den Infokarten und da kannst du den nochmal nachschauen. Heute geht es aber um den Konjunktiv 2. Der wird in der Regel für höfliche Bitten, Wünsche und irreale Dinge benutzt und du hast in der Regel, nicht in der Regel, eigentlich immer 2 Möglichkeiten, den Konjunktiv 2 zu bilden. Wie genau das alles funktioniert, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. So, schauen wir uns jetzt als erstes mal die grundlegende Verwendung des Konjunktiv 2 an. Als erstes natürlich, das solltest du schon kennen, wenn du höflich nach etwas fragen möchtest, also als höfliche Bitte. Zum Beispiel, ich hätte gern noch ein Bier. Das ist eine höfliche Bitte, Bestellung in einem Restaurant. Würdest du bitte das Fenster zumachen? Mir ist kalt. Hier fragst du freundlich und höflich nach etwas, das du möchtest, ob jemand etwas für dich tun kann. Und hier siehst du schon die 2 unterschiedlichen Varianten, nämlich das Verb selber im Konjunktiv 2 oder mit dem Hilfsverb würde. Dazu gleich noch mehr. Vorher noch die anderen Verwendungsmöglichkeiten, nämlich auch für Vorschläge und Ratschläge. Wir könnten heute Abend ins Kino gehen. Das ist einfach ein Vorschlag für die Abendplanung. Du solltest für deine Prüfung morgen lernen. Hier ist das auch ein Ratschlag, Hinweis, Tipp, der freundlich gemeint ist. Außerdem benutzt du den Konjunktiv 2 für Wünsche und Träume, also für Dinge, die nicht wirklich real sind. Ich hätte gern eine hübsche Freundin, das ist ein Wunsch. Ich wünsche mir, ich wäre jetzt in der Karibik, das ist ein Traum oder ein Wunsch. Du bist nicht in der Karibik, sondern wahrscheinlich in Deutschland oder irgendwo anders. Schauen wir uns jetzt die Bildung des Konjunktiv 2 an in der Gegenwart. Für die Vergangenheit, dazu gibt es morgen ein neues Video, das ich dir hier auch verlinke, wenn du dir das Video erst später anschaust. Dementsprechend es geht jetzt hier um die Grundlagen und da um die Bildung des Konjunktiv 2 in der Gegenwart. Das ist nicht wirklich schwierig. Das erste, was du machst, ist, du setzt das Verb ins Präteritum und dann benutzt du oder wechselst du die Verben mit einem A, O oder U und nimmst diese 3 Vokale und tauscht sie gegen den jeweiligen Umlaut aus. Also A wird zu E, O wird zu Ö und U wird zu Ü. Und zu guter Letzt setzt du ans Ende noch ein E in der ersten und dritten Person Singular. Falls das nicht sowieso schon dort steht, denn häufig steht das sowieso schon da. Hier zum Beispiel ich bin, als erstes ins Präteritum wird zu ich war und dann wird das A zu einem Ä und du hängst noch ein E hinten dran und haben, ich habe, ich hatte, ich hätte. Also hier wird das A zu einem Ä und dann steht das E schon hier, deswegen brauchst du das dann nicht extra dranhängen. Schauen wir uns hier die Konjugation der wichtigsten Verben an. Haben, sein, werden, können, sollen. Hier haben wird zu ich hätte, du hättest, er, sie, es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten. Sein zu wäre, wärest. Hier kann ein E rein, muss aber nicht. Ist beides korrekt. Wäre, wären, wäret, wären. Auch hier wieder mit oder ohne E ist beides korrekt. Werden wird zu würde, würdest, würde, würden, würdet und würden. Das brauchen wir gleich noch, aufgepasst. Können wird zu könnte, könntest, könnte, könnten, könntet und könnten.
Und sollen, hier ist alles genauso wie im Präteritum, denn sollen ist hier eine kleine Ausnahme. Das O bekommt keine Punkte oben drüber, wechselt also nicht zum Umlaut. Und das sind schon die Verben, die du am häufigsten brauchst im Konjunktiv 2, denn alles, was kein Modalverb ist, haben, sein oder werden, wird in der Regel mit der zweiten Version vom Konjunktiv 2 gemacht, nämlich über das Hilfsverb würde. Da setzt du einfach würden als Hilfsverb ein und setzt das Hauptverb, das, was die eigentliche Handlung nimmt, als Infinitiv, also als Grundform ans Ende. Zum Beispiel, ich ginge heute ins Kino. Das wäre die eigentliche Konjunktiv-2-Form. Das ist aber extrem selten. Das sagt wirklich fast niemand. Anstattdessen wird in der Regel immer gesagt, ich würde heute ins Kino gehen. Hier einfach werden als Konjunktiv 2 und dann das Verb im Infinitiv am Ende des Satzes. Das ist die beliebtere Version. Allerdings für sein, haben und werden und die Modalverben wird diese Version fast nie benutzt. Wahrscheinlich, weil es sich dann sehr viele Verben am Satzende ansammeln. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber theoretisch gehen diese Verben auch mit würde zu benutzen, macht aber eigentlich so gut wie niemand. Dafür werden aber eigentlich alle anderen mit Würde benutzt und nicht wirklich in der eigentlichen Konjunktiv 2 Form. Und zur Wortstellung. In einem ganz normalen Satz, wenn du das mit Würde machst, dann geht Würde an Position 2 und das Hauptverb ans Ende. Und mit der eigentlichen Konjunktiv 2 Form bleibt das Verb genau da, wo es sonst auch wäre, nämlich an Position 2. Und auch bei den Fragen ist alles ganz genau wie immer. Verb, konjugiertes Verb an die erste Stelle und das Hauptverb, wenn man es mit Würde macht, ans Ende. So, das war jetzt die grundlegende Verwendung und Bildung des Konjunktiv 2s. Wenn du noch ein B1, A2 Level hast, dann ist das alles, was du brauchst. Wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist, dann hoffe ich, dass wir uns dann morgen beim nächsten Video wiedersehen. Nämlich da erkläre ich dir im Teil 2 von diesem Video, wie du den Konjunktiv 2 in der Vergangenheit bildest und wie du ihn auch noch für irreale Vergleiche, Wünsche und Träume einsetzt.